Hey, ihr kleine Reißzähne, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. Ich bin gerade am Gespräch mit Hazel und ja, wir reden immer noch über Stanford und über unsere nächste Mission und ich habe jetzt aus Versehen den Dialog angeklickt und er fragte, was wissen wir über Stanford? So viel, dass ihr Bescheid wisst. Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. Oh nein! Sorry. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bazori. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. Oh, ich weiß ja nicht, er wird wieder auf so eine Killer-Mission geschickt, wie so oft. Aber ich habe ihn noch nicht kämpfen sehen. Ich weiß gar nicht, was er kann. Naja, gut. Du hast dich bereit erklärt, Caius Lito zu helfen. Du hast mehr Geheimnisse über Jared Rory als geplant herausfinden können. Du hast Jason Moores Mörder im Verhörzimmer des Hofes befragt. Ach komm. Was soll denn das? Hallo? So. Du hast Jason Moores Leibwächter im Verhörzimmer des Hofes befragt und Resonanzbonus Präsenz. Du hättest dich entschließen können, dein Kind Beryl Underwood auf sein unangemessenes Interesse an Zhu Feng anzusprechen. Ja, wie gesagt, habe ich nicht gemacht. Könnte sich vielleicht noch als Fehler herausstellen, aber naja. Ja, eigentlich ist ja Quatsch. Wie gesagt, oh, ich habe überhaupt keine Erfahrung gekriegt mit ihr. So. Ist halt jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Was soll ich sagen? Oh Mann, ich habe überhaupt keine Erfahrungspunkte mit ihr gekriegt. So ziemlich. Bitte körperlich noch nehmen. Oh, gesellschaftlich kostet halt auch nichts. Nehmen wir das. Fokus -1 ist gut. Ja komm, einschüchtern brauche ich nicht unbedingt. Ich hätte es vielleicht doch nehmen sollen. Egal. Ha. I'm guessing you tipped Bazori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. I almost didn't make it out. I could have ended up a guinea pig in their strange experiments. Don't be ridiculous. We would have realized you'd gone missing soon enough. I would have sent someone to get you. Ugh, that's enough brooding. That's not why I brought you here. I have a new favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them, from the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck.
It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people, so we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us, let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the Anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics, and it's probably your only chance to come back in one piece. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. Mm-hmm. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Nah. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Oh Mann, und jetzt kommt doch Leisha, hä? Ach nee.
Ich kann mich noch ein bisschen umsehen mit ihr vielleicht. Ma'am, there you are. Ah. I'm sorry I wasn't here to meet you when you got back. I was busy. No worries. I heard your little adventure with our guests was quite the success. Congratulations. Thanks. I was just about to go grab a bite. Join me? Is that a question or an order? Let's say it's a strong recommendation. One you can't really refuse. That's what it sounded like. Please, lead the way. Very well. Is there something in particular you wanted to talk to me about? Can't I simply offer you a drink without you reading something into it? No. All right, fine. Your new mission has been giving me pause to think. I'm sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways. Oh, come on. Ich will's wissen. Don't be like that. I'm sorry. You're right, you're my sire, I should believe you. And I do. We good? Would you tell me what you know? Please. Seriously, you don't think you're laying it on a little too thick? Not at all. You can be such a pain sometimes. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well, let's move on. Ich muss sagen, ich vertraue Hilda eher als den Prinzen. The reports from Richard and Leisha are truly frightening. I never thought I'd see a day like this. Predators never see themselves as prey. We're going to have to be extremely cautious if we want to survive. Do you have any plans? No, I'm waiting for Hazel's orders. We're dependent on her now more than ever. Ja, keine Chance, mit Psychologie an sie ranzukommen. Da auch nicht. I wanted to ask you about something a little weird, if you've got a couple minutes. I'm all ears. Is something wrong? When I went to see the Tremere, I fell into a kind of memory trap. What? Yeah, I know, it's crazy. Long story short, I lost some memories. Well, memory fragments. I think I recovered some of them, but I'm not sure. I saw our breakup again. Oh, wonderful. It was like I was reliving the whole thing, but from the outside looking in. Did you see anything else? I saw the night I was attacked. The blood bond. I heard their voices again. Their laughter. Ma'am. How could you ask me to stay quiet about it? I was in so much pain. I never asked you to stay quiet. I only told you to be careful. Not to rush into things. Head first, I know. Ugh. Tell me, did I listen to you in the end? You don't remember what happened after? No. My memory is all blank after our breakup. Osborne told me it was normal. It's one of the side effects of their blasted trap. Can you tell me more about it? It's a long story, Mem, and it's not really a happy one. That's all the more reason. I want to know what happened. It's my memory, it's not some game. Exactly. I don't want to see you suffer again. I won't allow it.
But it's not your choice. It's not you we're talking about. It's me. I can't just sit here not knowing. I won't tell you a thing. Hilda, please. I said no. There's no point in insisting. Fine. Whatever you want. I saw my embrace. Oh, really? Yeah. It was weird. We were so happy back then. I was, at least. So was I. Yeah. Remember the night we learned about France's surrender in 1940? Vaguely. Why? I heard his speech on the radio. We were in Bordeaux. Wow, you sure have a knack for remembering the happier memories. I didn't get to decide. They were there. That's all. That's all. I'm sorry you had to go through that again. Oh, redet ihr alles von der Seele? Warte mal hier. Emma weiß, dass Allianzen wertvoll sind, zu wertvoll sind, um sie einfach so abzulegen. Es gibt noch viel zu tun, doch wenigstens ist ein Dialog möglich. Und hier redest dir von der Seele. Auch untote Keinskinder müssen sich zwecks ihrer Genesung mit anderen über die Erinnerungen austauschen, die sie verfolgen. fällt dies nun im Umgang mit anderen Keinskindern leichter. Minus 20 XP auf die nächsten Erfahrungskosten des Attributs gesellschaftlich. Auch voll gut. Ja, ich meine, sie ist halt auch gesellschaftlich sehr... Oh, immer noch. Scheiße. Geht halt nicht runter, der Verdacht. Sie ist halt gesellschaftlich sehr gut dabei, weil sie ist halt ein Toreador, ne? I can't imagine how traumatizing it must have been. It's never good to go stirring up the past. Yeah, no kidding. Thanks for sharing with me. Ja, Psychologie ist sie halt, ne. I gotta go. I've got stuff to do. Just a sec. I know Hazel told you not to talk about it. But please, at least tell me where you're headed. Warte mal. Ich habe ja noch die Sachen, die ich gar nicht ausgerüstet habe. Hier. Das Risiko eines gegnerischen Fokus wird um 25% reduziert. In einem Dialog eliminierst du für 3 gewonnene Disziplinen 3 Hunger. Oh, in einem Dialog erhöht jede gewonnene Disziplin den Verdacht um 1. Ja, ich kann es nicht verwenden, jetzt wahrscheinlich im Dialog. Okay, ich kann es nicht verteidigen. Also ich... You're unbelievable. The air is thick in here. You can understand my concern, can't you? I'm going to see the Anarchs. What? It's a long story. I'll explain when I get back. I've really gotta go. All right. Be careful, ma'am. Mhm. Und wir gehen natürlich noch... Warte mal. Ja. Ich muss mit dem Verdacht echt aufpassen. Alcohol. Ugh. I always hated that smell. Warte mal, ich kann noch ein bisschen was trinken, mache ich aber nicht. Obwohl, kontrollierte Jagd, Tempo der Jagdmarkierung. Zusätzlicher Hunger wird eliminiert, bestialische Jagd. Auch schön. Und die Ratten. Ja, und Asket. Ich eine Quest ab, ohne Beute gejagt zu haben. Wenn ich hier nichts jage, dann kriege ich ja theoretisch dann Asket, oder? Also ich meine, auch frei aus diesen Gefäßen trinken ist ja auch freiwillig dann, oder? Mehr oder weniger, denke ich. Ah, ich find's doof, dass wir alles nochmal lesen können. Ich weiß doch nicht, was ich jetzt schon gelesen habe und was nicht. Oh. Eine Club-Visitenkarte. Macht die denn? Stelle 2 Willenskraftpunkte wieder. Oh, die hätte ich mit Galeb vielleicht auch nehmen können. Echt jetzt? Das war alles? Das, was da drin war in dem Safe? Wie doof. Ach, guck mal. Old hag. All right, you heard her. Old hag. Are they coming already? I need more pairs of hands. Oh, jetzt sind die alle weg. Mich mal ein bisschen umsehen hier, ha? Auch wenn es nichts gibt. Ja, ich kann noch hoch zum Prinz. Und den Ort weiter, bevor du gehst. Ja. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell.
A direct route to the prince's apartments. April plays the guard dog. The Swan's Nest. I hope it's worth it. Mhm. Oh, noch eine Visitenkarte, ha? Mein lieber Dejan, Sie wissen, wie sehr ich Ihren Rat und unsere besondere Vereinbarung schätze. Deshalb bitte ich Sie, die gestern besprochene Aufgabe zu übernehmen. Eine Aufgabe, die Sie nur sehr ungern übernehmen wollten. Ich verstehe Ihre Einwände, aber das Hartford-Gildenhaus ist im Moment unsere beste Option. Wenn ich sage im Moment, dann deshalb, weil ich damit rechne, dass sich die Situation ändern wird. Eine Veränderung, an der Sie selbst teilhaben würden. Im Interesse meiner Projekte kann ich keine Einzelheiten preisgeben, vor allem nicht in schriftlicher Form, aber denken Sie daran, dass ich weiß, woher Sie kommen und was Ihre Vorfahren durchgemacht haben. Hartford ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug, das ersetzt werden kann. Helfen Sie mir und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich Ihnen helfen. Herzlichst, Hazel Everson, Prinz von Boston. Sogar mit Siegel. Oha. I didn't know Hazel was into music. Der Schwanensee. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Und Tchaikovsky. E F D A C. Okay. Spielt... Oh. Ja, sie spielt die Violine. Auf Französisch. Okay. Dieses Apartment muss riesig sein, aber es sieht gar nicht so groß aus. Aber Moore mit seinem Riesenhaus da, der hatte das Größte. Vertraulich. Mein Prinz, ich habe um Ihre Bitte um weitere Informationen über Mr. Underwood und Jason Moore weitergeleitet. Ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie eine solche Initiative ergriffen haben. Ich habe eine stetige Zunahme der Kontakte von Mr. Underwood mit Sterblichen rund um den Globus beobachtet, insbesondere in Südamerika und Indien. Er ist sehr verschwiegen, aber er verbirgt seine finanziellen Transaktionen besser als seine Kontakte. Er hat das Bedürfnis, stets alles zu kontrollieren und nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle, um sich über die neuesten Nachrichten zu informieren. Wie die meisten Blaublütigen ist er ein Workaholic, der niemanden außer sich selbst traut. Seit er Caleb Besorys Kind wurde, hat sich das Familienunternehmen, das er geerbt hat, zu einem riesigen, weit verzweigten Netzwerk entwickelt, das die Zuckerindustrie von der Produktion bis zum Verkauf kontrolliert. Er hat sich oft über die Regeln der Masquerade hinweggesetzt. Ich vermute sogar, dass er bei mehreren Gelegenheiten sogar gegen viele unserer Grundsätze verstoßen hat. In jedem Fall wäre ich nicht überrascht, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Bei Hof ist Mr. Underwood überaus listig. Er weiß, wie er seinen Einfluss vergrößern kann, besonders seit sich Mr. Besory mehr zurückhält. Tatsächlich ist er nach ihnen das prominenteste Mitglied ihres Clans. Er ist allerdings auch eng mit anderen Erstgeborenen verbunden, insbesondere Hilda McAndrews, aber auch in geringerem Maße Richard Dunham. Die gegenseitige Abhängigkeit, die er aufgebaut hat, macht ihn zu einer Bedrohung für ihre Interessen. Es wäre für ihn ein leichtes, ihre Autorität zu umgehen, wenn ihm danach wäre. Er hat viele Möglichkeiten, Druck auszuüben. Ich erwähne hier nicht nur die Geschäfte der anderen Mitglieder, die von seinem Wohlwollen abhängig sind, aber ich füge mehrere Dokumente bei, die diese Verbindung belegen. Ihr ergebener Diener, Caius Lito. Ja, Beryl ist halt ein widerlicher Kerl. Ja. There are faint marks on the wall. Ich habe leider nicht genug Auspacks. Und ich habe keinen Schlüssel. Ein Schwan. Aha. I get the feeling something's missing. I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. It's a nice symbol. Aha. Die Bücher, warum steht da A bis G drauf?
Muss ich da irgendwas vielleicht mit den Noten, die einmarkiert sind, da machen? Oh, der Tisch ist ja cool. Voll praktisch. Kommt mir auch so ein. Aber nicht solche Pumps. Da breche ich mir wahrscheinlich nur die Knöchel. Ah, das Bett, das halt mitten im Raum steht. Ich finde das irgendwie uncool. Das macht mich unbehaglich. Mein Prinz, meine Reise nach New Orleans war nicht vergebens. Ich habe eine Menge über Dajan Siakas Vergangenheit gelernt. Er ist das Kind von Marie de Richet. Wundert mich nicht, wenn dir der Name nichts sagt. Sie ist recht gewöhnlich. Interessanterweise hat sie allerdings Verbindungen zum Hartford-Gildenhaus. Sie wurde ohnehin nicht lange nach ihrer ungenehmigten Umarmung von den Hartford-Tremere zum endgültigen Tod verurteilt. Ihre Flucht führte sie nach Louisiana, wo sie Siaka traf. Sie umarmte ihn in einem Voodoo-Ritual, von dem ich nicht viel verstehe. Aber er scheint einen tiefen Eindruck bei Mr. Siaka hinterlassen zu haben, der sein ganzes Leben lang von dieser Magie beeinflusst wurde. Es scheint, dass er nach New England gekommen ist, um eine Rechnung mit Hartford zu begleichen. Ich denke, dass wir dies im Hinblick auf das Abkommen, das wir uns vorstellen, zu unserem eigenen Vorteil nutzen können. Wir könnten ihn beispielsweise zu einem Mitglied des Hofs in Boston oder von Boston machen. Es dürfte nicht allzu schwer sein, ihn zu einer Marionette zu machen. Vor allem, wenn wir versprechen, sein Problem zu lösen. Er könnte dann mit dem Gildenhaus in Kontakt gebracht werden, vielleicht als Schläferagent, oder er könnte Verantwortung übernehmen und gleichzeitig unsere Marionette bleiben. Sollte Deneb Osborn jedoch herausfinden, was ich erfahren habe, wäre Mr. Siakas Existenz zweifellos bedroht. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich denke, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Ich habe vor, noch ein paar Tage zu bleiben, um einige weitere Punkte zu klären. Ich sende Ihnen diese Nachricht durch einen zuverlässigen Diener. Anschließend kehre ich so bald wie möglich an den Hof zurück. JD. Aha, der kleine Schwan. Ah, toll. Hazel had another child before Miley? Was? Shit. I had no idea. Der ist im Code. I'm not really surprised. Missionsbericht 17. Mai 1991. Betreff Vernichtung von Erlands Cardiel. Status erfolgreich. Details. Wie bereits mitgeteilt wurde, dein Kind in einem Lagerhaus an der Offenbach Street gefunden. Das Gebiet war verlassen. Ich betrat das Gelände gegen 2:20 Uhr. Ja. Als Erlands Cardiel mich kommen sah, schien er zu verstehen, was vor sich geht. Zuerst versuchte er zu verhandeln, aber als ich ihn niederschlug, stand er schnell wieder auf und versuchte zu fliehen. Erst als ich ihn gegen eine Wand geschleudert hatte, hat er wirklich verstanden, dass nur einer von uns den Hangar verlassen würde. Sein Kopf schlug mehrmals gegen ein Metallgeländer. Anschließend hörte er auf, sich zu rühren. Ich ging die Benzinkanister zu holen, die ich mitgebracht hatte. Nachdem ich das gesamte Gebäude mit Benzin besprüht hatte, setzte ich es in Brand. Ich blieb, bis die Flammen erloschen waren. Dein Kind ist jetzt Geschichte. Oh, war das vielleicht Caleb sogar? Oh Mann. Ich wäre auch geflohen von der Kuh da. Guck mal, mehr ist es halt nicht. Sie hat ein Bett, sie hat ein Waschbecken und das war's. So, kann ich das irgendwie mit der Note? Ne, hab schon. Wie kriege ich jetzt diese Tür hier auf? Aha. Ein Schlüssel. Ah, ein Silberschlüssel, den kann ich jetzt hier... Ja, okay. I wonder if... Warte mal, wir gucken nochmal die Noten. Was war das? F... Ne, B, F, D, A, C. B, F, D, A, C. That noise. Something moved. Aha. So Hazel has her eye on my clubs. Wow. Ugh, politics. Always politics. Jason. What's her game? Is Ja. this how she thanks her allies? Als Prinz von Boston bin ich, wie Sie wissen, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Domäne zu erweitern. Einige meiner Berater haben mich auf eine Möglichkeit aufmerksam gemacht, wie wir das Bostoner Nachtleben noch besser in den Griff bekommen können. Ich möchte Sie bitten, den Erwerb von einer Reihe von Veranstaltungsorten zu überprüfen. Eine spezifische Liste ist diesem Schreiben beigefügt.
Die Veranstaltungsorte werden derzeit von Lewis genutzt, die sie noch nicht wirklich kennen. Ja. Sie ist eine von uns, aber ich bitte Sie um äußerste Diskretion bei dieser Angelegenheit. Mit freundlichen Grüßen, Hazel Everson, Prinz von Boston. Dieses Miststück. That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Mein Prinz. What a creep. Ja, ekelhaft. Mein Prinz, ich habe gehört, Sie befürchten, dass mein geschätzter Erzeuger Geliebte den Blockruf folgt. Das fortschreitende Fortgehen der Ältesten unter uns ist in der Tat besorgniserregend. Vor allem, wenn es sich um einen so loyalen und wertvollen Untertan wie Geliebte handelt. Das wirkt so spöttisch, wenn er das schreibt. Dennoch glaube ich, dass ich einen Weg gefunden habe, ihn noch eine Weile zu ihrer Verfügung zu halten. Mein Erzeuger ist ziemlich vernarrt in eine vielversprechende junge Frau. Er begehrt sie zu umarmen, mehr als ich ihn je etwas anderes begehren gesehen habe. Wieso, könnte man sich fragen? Warum noch einmal ein Kind erschaffen, wenn man bereits ein so erfolgreiches Kind hat? Ich würde es nicht wagen, mich selbst zu diesem Thema zu äußern und schließe mich dieser Frage an. Diese Shu Feng, wie sich das Objekt seiner Begierde nennt, sollte Ihnen also sehr bald offiziell vorgestellt werden. Sie wissen, wie sehr unser guter alter Besori an Traditionen hängt. Selbstverständlich wird er sie nur dann umarmen, wenn sie ihm die Erlaubnis dazu gegeben haben. Deshalb schlage ich vor, dass sie irgendeine obskure Ausrede, wie zum Beispiel die Überfüllung von Boston, benutzen, um Zeit zu schinden. Er wird das verstehen. Wenn es etwas gibt, was Geliebte gut kann, dann ist es, Prinzen zu verstehen, selbst wenn sie Entscheidungen treffen, die seinem Interesse zuwiderlaufen. Bitten Sie ihn um mehr Zeit, schieben Sie es hinaus oder jonglieren Sie einfach seine Bitten einfach und er wird umso mehr bereit sein, Ihnen seinen Wert zu beweisen. Ihnen zu zeigen, dass er es verdient hat. Selbstverständlich erwarte ich für diesen Ratschlag keine Entschädigung in irgendeiner Form. Alleine die Tatsache, dass ich meinen Prinzen und dem Hof von Boston diene, dass ich also meine Pflicht erfülle, ist für mich Lohn genug. Untertänigst Beryl Underwood, Mitglied des Rats der Erstgeborenen. Alter, dieser ekelhafte. Ja, leider. Geliebte Besori, Evaluierung durch Jara Drory. Während der Regierungszeit von Quentin King war Geliebte Besori stets über jeden Vorwurf erhaben und erledigte alle ihm übertragenen Aufgaben, ohne mit der Wimper zu zucken. Er ist das perfekte Werkzeug für schmutzige Arbeiten, denn er ist kalt und effizient. Ich will gar nicht erst aufzählen, wie viele dünnblütige Anarchisten und Dissidenten er konfrontiert und besiegt hat. Eine solch überwältigende Loyalität gegenüber ihrem Vorgänger würde es nahelegen, ihn ins Abseits zu stellen oder gar abzusetzen. Dennoch möchte ich Sie dringend bitten, diesen Weg nicht überstürzt einzuschlagen. Im Gegenteil, es scheint mir das Klügste zu sein, Geliebte Besori so nah wie möglich bei Ihnen zu halten. Seine Loyalität galt nämlich nicht Quentin King, sondern der Rolle des Prinzen, und das sind heute Sie, Miss Everson. Geliebte Besori könnte schnell zu einem Ihrer besten Trümpfe werden. Ich stehe Ihnen weiterhin zur Verfügung, um Ihnen die Berichte über seine verschiedenen Missionen zukommen zu lassen. Eine vollständige Lektüre scheint mir doch unnötig, sie ist schlicht und ergreifend zu umfangreich. Wow, da haben wir jetzt wieder was rausgekriegt, ne? Mann, Mann, Mann. Alles Intrigen und hintenrum, ne? Leute, ich mach mal Schluss hier für den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir gerne Likes und Kommentare da. Und wir sehen uns wieder zu Vampire the Masquerade Swansong. Bis dann. Tschüss.